Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil Social Media in der Gastronomie mit Daniel zum Thema Instagram. Schön, dass du wieder da bist. Freue mich wie immer. Großartig. Lass uns gleich loslegen. Ja. Daniel, spannende Frage. Wie kreierst du Content für dein Restaurant? Nutzt du auch regelmäßig die Formate wie Reels, Stories, Hashtag und wie zeitaufwendig ist das alles? Ja, also wie erstelle ich Content für mein Restaurant, würde ich immer beantworten mit dem, was tatsächlich tagtäglich passiert. Also ich sollte einfach beobachten, was passiert, wofür interessieren sich meine Gäste und versuchen daraus natürlich und dann das richtige Format zu machen. Und wie du es gerade gesagt hast, ist es eine Story, ist es ein Reel, ist es nur ein Feedbeitrag, ist es vielleicht ein Karussellbeitrag. Also ich würde mir erstmal Gedanken machen, was möchte ich erzählen, also was ist die Geschichte, die ich hier gerade erzählen möchte und dann schauen, ob ich das in einem kurzen Video am besten mache oder reicht ein Bild. Und so komme ich also quasi auf Ideen, wie ich das dann in Facebook oder beziehungsweise in Instagram zeige. Ganz wichtig, Ideengenerierung passiert tatsächlich meiner Meinung nach am besten, wenn ich einfach das erlebe, was in meinem Restaurant passiert, was mir die Kunden auch oder die Gäste als Feedback dalassen. Zeitaufwendig ist es natürlich, also ich würde mir tatsächlich extra dafür Zeit nehmen. Fällt natürlich total schwer, dass man sagt, keine Ahnung, jeden Dienstag und Donnerstag blocke ich mir eine Stunde und diese Stunde geht wirklich nur darum, dass ich mir Inhalte überlege, plus ich brauche auch dann nochmal Zeit, um diese Inhalte dann zu erstellen. Also großer Fehler ist, den ich gemerkt habe, dass man in der gleichen Zeit, wenn man sich die Inhalte überlegt, auch gleich die Inhalte erstellt. Weil das funktioniert nicht, dass wir uns zum Beispiel hinsetzen und sagen, okay, wir haben jetzt eine Stunde Zeit und müssen ein Reel erstellen. Nein, viel wichtiger und viel besser wäre es tatsächlich, zu sagen, lass uns eine Stunde hinsetzen und über Themen reden, die toll sind. Gar nicht in Formaten denken, nur in Themen oder Geschichten, die man im Restaurant erzählen kann. Und morgen drehen wir dann dazu was. Oder morgen machen wir dann eine Fotosession oder sowas. Also das würde ich unbedingt voneinander trennen. Und was war noch eine Frage? Oder war das schon? Das war's. Okay, ja, super. Wie kommt man auf die ganze Inspiration? Weil es ist ja auch schwierig, dass man da den Input immer hat, dass man sagt, hey, wie mache ich das nächste Video? Gibt es Tipps dazu? Also ich würde tatsächlich auch schauen, was macht die Konkurrenz. Ich würde aber auch schauen, was machen vielleicht Gastronomen in anderen Ländern. Also klar, die Amerikaner sind oft Vorreiter, also was das angeht. Ich würde mich also inspirieren lassen. Ich würde aber auch tatsächlich über den Tellerrand hinausschauen und sagen, was passiert auch auf anderen Plattformen. Also was passiert zum Beispiel auf Facebook oder auf TikTok, Pinterest, Snapchat, wo auch immer. Einfach mich inspirieren lassen, YouTube. Einfach mal schauen, was sind da für Inhalte, was funktioniert da gut. Und so als Inspiration und Plus, also wirklich schaut einfach, was passiert bei euch im Restaurant, warum kommen die Leute. Wenn man das für sich herausgefunden hat, dann kann man das natürlich auch spielen. Also wirklich einfach mal hören, was passiert bei mir, statt immer zu viel zu schauen, was machen andere. Auch unbedingt, aber die tollsten Geschichten erzählt man selber oder erzählen eigentlich einem die Gäste. Also aus dem Leben, aus dem Alltag. Total, genau. Wie würdest du sagen, erreichst du die gewünschte Zielgruppe am besten? Tatsächlich ausprobieren am Anfang. Also wenn ich wirklich ganz neu auf die Plattform komme, würde ich mal schauen, was funktioniert. Ist es eine Bildsprache, sind es Videos? Ich würde erstmal ganz viel ausprobieren, weil dann bekomme ich, das ist ja das Schöne an Social Media, ich bekomme sofort Feedback. Ich bekomme sofort Kommentare, Likes, Reichweite. Das heißt, es gibt nicht das Format, das funktioniert. Das gibt es nicht. Also klar, Reels haben zum Beispiel aktuell gefühlt eine höhere Reichweite, aber einfach nur deshalb, weil sie halt eher konsumiert werden wollen. Also es geht nicht darum, dass man sagen kann, Reels funktionieren besser als Bilder, sondern es geht eher darum, dass ich ausprobiere und dann durch das Feedback verstehe, wow, sobald ich quasi, keine Ahnung, über das rede, kommt das mit dem Reel total gut an oder ich sollte eine Umfrage machen. Also ganz wichtig ist einfach, in dieser Interaktion zu bleiben, weil es ist eine Social-Media-Plattform. Das heißt, ich sollte nicht den Fehler machen und einfach nur wie so eine Speisekarte dir zeigen, sagen Dankeschön, den Rest liest du hier, sondern wirklich in Interaktion zu treten, zu sagen, was ist das Besondere an dem, was ich dir hier gerade zeige, was denkst du darüber, etc. Also das ist nämlich Social Media, es ist eine soziale Plattform, auf der sich Leute unterhalten und austauschen wollen. Und wenn ich das verinnerlicht habe als Gastronom, dann erstelle ich die richtigen Inhalte für meine Zielgruppe. Wie wichtig ist regelmäßiges Posting? Was würde auch geschehen, wenn du mal im Urlaub bist, du hast den Laden geschlossen für mehrere Wochen und nicht regelmäßig postest? Also klar, es ist
ideal, wenn ich regelmäßig poste, aber es passiert nichts, also es bricht nicht komplett alles weg und ich muss meinen Instagram-Account schließen, wenn ich mal eine Woche nichts poste, das passiert nicht. Also da würde ich mir einfach tatsächlich eher eine Strategie festlegen, wenn ich weiß, ich bin 2 Wochen weg, dass ich einfach vielleicht Inhalte für diese 2 Wochen vorproduziere, aber ganz ehrlich, wenn es nicht passiert, geht die Welt nicht unter. Also ich würde tatsächlich mich da nicht so verrückt machen, weil der größte Fehler, den ich machen kann, ist einfach zu sagen, ich muss einfach irgendwas posten, weil dann wirkt das dann auch bei den Leuten irgendwas und nicht etwas, was sie tatsächlich interessiert. Das heißt, lieber weniger, dafür hohe Qualität, als viel und alles in der niedrigen Qualität. Klar, deutliche Message. Ja. Auf welche Regeln und Richtlinien muss man bei Instagram achten? Ja, die Richtlinien, auf die ich achten würde, ist natürlich einfach diese Interaktion. Also es ist eine Social Media Plattform, das heißt, ich sollte in Interaktion mit den Leuten treten. Dann gibt es ein paar Dinge, die ich auch beachten sollte. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Unternehmensaccount aktiv bin, also ich bin Gastronom, dann sollte ich schauen, dass dieser Unternehmensaccount zum Beispiel nur in Interaktion tritt mit meiner Zielgruppe. Was ja ganz schnell passiert ist, ich interessiere mich zum Beispiel für Fußball. Und dann gehe ich mit meiner Gastronomie, mit Pizzeria und like alle möglichen Dinge von Fußballvereinen und follower vielleicht auch irgendwelchen Fußballvereinen. Das sollte nicht auf meinem Profil stattfinden, dafür habe ich ein privates Profil. Das heißt, der große Fehler, den man machen kann, ist, das Unternehmensprofil privat zu nutzen, weil der Algorithmus von Instagram muss ja verstehen, wer bist du? Trittst du in Interaktion mit Fußballvereinen, bist du wahrscheinlich auch vielleicht ein Fußballverein oder irgendwas hast was mit Sport zu tun. Macht keinen Sinn für Gastronomen. Das heißt, versucht, also würde ich als Tipp geben, generell den Unternehmensaccount komplett anders als den privaten, persönlichen Account zu nutzen. Das wäre ein großer Fehler, wenn man das einfach sehr vermischt. Ansonsten, klar, ist es wichtig, die Formate richtig zu nutzen. Das heißt, in Stories sollte ich die ganzen Möglichkeiten, die mir da geboten werden, mit den Stickern, Umfragen, die sollte ich nutzen. Also ich sollte wirklich versuchen, immer wieder die Leute einzubeziehen und weniger ich und mehr ihr. Das ist eigentlich die große Herausforderung oder das, was man richtig machen sollte auf Instagram. Bei Instagram Gastronomen bekommen Kommentare negativ gut, wie auch immer. Ja. Wie wichtig ist das halt auch reagiert? Super wichtig, also auch wieder, ne? Also ich glaube, Instagram denkt sich, wenn du nicht interaktiv bist, warum sollten wir dir Reichweite geben? Wenn du nicht mit deiner Community interagierst, dann bist du eigentlich auf dieser Plattform falsch. Das heißt, wenn ein Kommentar kommt, beantworten. Man muss nicht da sitzen und sofort nach 10 Sekunden beantworten, aber da kommt ein Kommentar, der sollte nicht 24 Stunden da unbeantwortet sein. Oder wenn man eine Story gepostet hat, auch da, wie gesagt, für diese Interaktion sorgen und auch zurückantworten. Also wenn mir jemand auf eine Story irgendwas antwortet, dann zurückantworten, auch den Leuten Feedback geben. Also wenn ich zum Beispiel eine Umfrage mache und ich habe ein Ergebnis, wie blöd wäre ich, dieses Ergebnis nicht auch mal zu teilen. Also du fragst mich was, ich schreibe mir eine Antwort auf und gebe sie dir aber nicht. Ist doch nicht interaktiv. Das heißt, klar, Kommentare beantworten, schnell wie möglich, heißt aber nicht sofort. Und überhaupt, also in Interaktion treten, zum Beispiel, wenn ich was frage, ich kriege einen Kommentar, vielleicht nochmal eine Frage stellen und sagen, vielen Dank für deinen Kommentar, wie handhabst du das denn? Oder was ist deine Lieblingssorte? Also weiter mit den Leuten reden, einfach immer die Vorstellung haben, da hat ein Mensch mir geantwortet. Wie würde ich ihm im echten Leben antworten? Würde ich sagen, danke, tschüss? Oder würde ich sagen, ach cool, danke für dein Feedback. Wie bist du denn auf uns mal aufmerksam geworden? Würde ich als Gastronom tatsächlich immer fragen oder habe ich immer gefragt, weil ich das spannend fand. Und dann kriegt man da vielleicht nochmal eine Antwort und sofort merkt der Algorithmus, hey, hier passiert was in den Kommentaren. Ist ein relevanter Post, zeige ich noch weiteren Leuten. Das ist auch ein schönes Zeichen, wenn jemand sich interessiert für dein Konzept. Oder? Das ist ja toll. Also, so Bestätigung. Also wie gesagt, im echten Leben tritt jemand zu mir im Restaurant und sagt, hey, gib mir eine Antwort, würde ich auch nicht einfach sagen, danke, und wir gehen, sondern würde ich ja mit diesem Gast reden wollen und genauso sollte ich das auf Instagram auch machen. Top. Ja. Welchen Nutzen würdest du sagen, Daniel, bringt Instagram? Ich würde sagen, als Gastronom Instagram nicht zu nutzen, diese Reichweite, die mir die Plattform bringt, wäre fatal. Also Instagram hat halt eine Reichweite, egal wie viele Follower man hat. Man ist ja immer in diesem Irrglauben, Follower gleich Reichweite. Das stimmt nicht. Ich kann auch eine hohe Reichweite erzielen, ohne viele Follower zu haben. Ich muss einem Unternehmen nicht unbedingt folgen, um mit diesem Unternehmen in Interaktion zu treten. Ich kann auch mal sowas entdecken, Freunde kommentieren von mir, vielleicht was auf einem Profil, dadurch entdecke ich das.
Also das Potenzial nicht zu nutzen wäre tatsächlich fatal. Und gerade für Gastronomen finde ich halt das Spannende, dass du einfach wirklich lokal die richtigen Leute ranziehen kannst. Also wenn ich hier irgendeine Gastronomie in meiner Nähe habe, dann fühle ich mich dieser Gastronomie mehr verbunden, als wäre die irgendwie in einer anderen Stadt. Und das zu machen, dafür zu sorgen, ja, ist super spannend für Gastronomen, sich auch dadurch so eine Art Fanbase oder Kundenstamm in Social Media aufbauen zu können, bietet halt nur Social Media. Also ich kann nicht Flyer verteilen und dann hoffen, dass die Leute sagen, ach, was für ein toller Flyer, das ist jetzt mein Stammlokal. Mit Social Media kriege ich das hin. Wie kann man das eigene Profil auf Instagram erfolgreich gestalten? Da gibt es viele Dinge, also zum Beispiel das Profilbild sollte ansprechend sein, dann sehe ich auch ganz oft bei Gastronomen den Fehler, dass dann irgendwie ein Bild von irgendeinem Essen, dabei sollte das Logo oder das Firmenlogo im Fokus sein, also sehr auffällig, schöne Farben dafür wählen. Dann kommt ja die Bio, also das, wo ich kurz Platz habe zu beschreiben, um was geht es in meiner Gastronomie. Und da sollte auch bitte nicht stehen, sowas wie, keine Ahnung, italienische Pizzeria, sondern viel mehr, keine Ahnung, so eine Information, die mir hilft und nicht mich wieder präsentiert. Also ich als Gastronom sollte mich in dieser Bio so präsentieren, dass die andere Seite es spannend findet und nicht einfach nur raus. Also da habe ich auch schon ganz viele Fehler gesehen, dass es sehr oft einfach nur um die Pizzeria geht, wo ich denke, das bringt mir gar nichts. Vor allem, ich möchte wissen, in der Bio soll kurz stehen, was erwartet mich hier, wer ist das, was bringt mir das. Also immer dieses Umdrehen in der Bio, von wegen, es geht weniger um mich, sondern es geht um denjenigen, der gerade mein Profil aufruft. Und sonst wäre es natürlich schön, schwierig für viele, aber kann man hinkriegen, dass es einen einheitlichen Look hat. Also wenn ich auf das Profil komme, dass ich vielleicht immer den gleichen Filter oder die gleiche Art von Farben benutze, dass es wirklich einheitlich aussieht und nicht einfach wie so ein Gewuchsspiel. Corporate Identity. Corporate Identity ist super schwer für Gastronomen. Ich weiß, sie haben genug anderes zu tun, aber da reicht es ja, dass man vielleicht sagt, okay, ich mache irgendwie immer den gleichen Rahmen ums Bild. Oder es gibt ja auch Apps, wo ich einen Filter aussuchen kann und es wird immer der gleiche Filter, dass einfach die Leute eine Erwartbarkeit haben. Einfach zu wissen, was erwartet mich, wenn ich auf dieses Profil komme und nicht einfach das Gefühl haben, das ist austauschbar. Das könnte jedes andere Profil sein. Aber es zeigt auf definitiv einen Kanal mit wenig Geld oder auch mit keinem Geld, man möchte, wo man eine gute Reichweite erreichen kann. Ne? Ja, also klar, als Social Media Advertiser würde ich immer sagen, doch, irgendwann solltest du Geld in die Hand nehmen. Aber ja, es ist gerade anfangs so toll, ein Feedback gleich zu bekommen und zu verstehen, auf was reagieren die Leute und was bringen die Leute dazu, über Instagram dann in mein Restaurant zu kommen. Also welche Message, welche Art von Content braucht es, um auch zu verstehen, wie ich auch als Marke oder als Restaurant auftreten sollte. Abschlussfrage. Ja. Daniel, wieso ist Instagram heutzutage deiner Meinung nach eine wichtige Plattform geworden? Ja, es ist eigentlich unumgänglich. Es ist nicht geworden, es ist es tatsächlich und es bleibt auch für die Zukunft meiner Meinung nach. Instagram bietet mir einfach die Möglichkeit, meine Zielgruppe zu erreichen. Wie gesagt, ich kann beispielsweise mit Anzeigen dafür sorgen, dass ich alle Leute in einem bestimmten Umkreis nochmal erreiche. Ich verstehe, für was mein Restaurant stehen soll, also für was interessieren sich die Leute, warum kommen sie überhaupt zu mir in die Gastronomie. Und das ist halt das Spannende. Das heißt, Instagram hat mir einfach eine Möglichkeit geboten, Leute zu erreichen, wo ich vorher, ja keine Ahnung, ich echt hoffen musste, dass die Leute einfach an meinem Restaurant vorbeilaufen. Jetzt kann ich wirklich rausgehen in die Welt und sagen, hey, ich bin da, komm zu mir, kann Events machen und dadurch die Leute reinbringen. Und Beispiel, also wir hatten ja einen Taktikladen in einer wirklichen C-Lage, wo nie ein Mensch lief und trotzdem lief es super. Der einzige Grund, warum die Leute kamen, war nicht die schöne Straße, weil die war wirklich nicht schön, sondern war Social Media. Dieses Erlebnis, wo die Leute sagen, für dieses Erlebnis gehe ich in die Seitenstraße und entdecke das Restaurant. Also dieses Entdecken von Möglichkeiten, Entdecken von Gastronomie ist einfach, dafür ist Instagram ideal. Wir haben viel gelernt, viel mitgenommen heute. Danke, dass du uns durch die ganzen Social Media Kanäle mitgenommen hast. Sehr gerne. Bleibt weiterhin dabei bei unserem Kanal, abonniert uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao.